Heute sehen wir uns 5 Besonderheiten aus unserem Dialekt an. Wenn ihr diese Besonderheiten kennt, dann werdet ihr den Dialekt gleich viel besser verstehen. Los geht's! Der Dialog im Dialekt. Sich verabreden. Hey Nati, was tun wir am Wochenende? Gute Frage. Wenn mich nicht alles täuscht, ist am Samstag das Sternenkino um 8 am Kapitelplatz. Hättest du Lust? Ja cool, das klingt gut, das machen wir. Sollen wir nachher noch was essen gehen? Es gibt dort einen Standel, wo wir uns was kaufen können. Ja, perfekt. Ich würde sagen, wir fahren mit dem Bus, oder? Weil in der Stadt Parkplatz suchen ist immer so mühsam. Ja, fahren wir mit dem Bus. Das geht schneller und einfacher. Super, ich freue mich. Schritt Nummer 1. Den Dialog verstehen. Was haben wir im Dialog gesagt? Hey Nati, was tun wir am Wochenende? Nati, was tun wir am Wochenende? Gute Frage. Wenn mich nicht alles täuscht, ist am Samstag das Sternenkino um 8 am Kapitelplatz. Hättest du Lust? Gute Frage. Wenn mich nicht alles täuscht, ist am Samstag das Sternenkino um 8 am Kapitelplatz. Hättest du Lust? Ja cool, das klingt gut, das machen wir. Ja cool, das klingt gut, das machen wir. Sollen wir nachher noch was essen gehen? Sollen wir danach noch etwas essen gehen? Es gibt dort einen Standel, wo wir uns was kaufen können. Es gibt dort Stände, wo wir uns etwas kaufen können. Ja, perfekt. Ich würde sagen, wir fahren mit dem Bus, oder? Weil in der Stadt Parkplatz suchen ist immer so mühsam. Ich würde sagen, wir fahren mit dem Bus, oder? Weil in der Stadt Parkplatz suchen ist immer so mühsam. Ja, fahren wir mit dem Bus. Das geht schneller und einfacher. Ja, fahren wir mit dem Bus. Das geht schneller und einfacher. Super, ich freue mich. Super, ich freue mich. Ich mich auch. Ich mich auch. Schritt Nummer 2. Die Besonderheiten im Dialekt verstehen. Besonderheit 1. Verkürzung, Reduktion, Tilgung. Wie wir euch schon oft gezeigt haben, verkürzen wir in unserem Dialekt sehr gerne und sehr oft. Nicht nur Personalpronomen, sondern zum Beispiel auch Verben oder Adverbien. Ihr habt im Dialog gerade gesehen, dass wir zum Beispiel statt ich sagen oder statt mich, mi. Außerdem sagen wir statt auch einfach a und statt noch einfach nu. Außerdem haben wir noch gesehen, dass wir typischerweise die Verben gehen und sein verkürzen. Also zum Beispiel statt ich gehe sagen wir ich gehe oder statt ich bin, Diese Verkürzungen erklären, warum dann am Ende die Phrase ich mich auch einfach ich mi a wird. Besonderheit 2. Verschmelzungen, Verb und Pronomen. Ma. Ähnlich wie Besonderheit 1 zielt auch Besonderheit 2 auf das Kürzermachen von Wörtern und Sätzen ab, denn im Dialekt verschmelzen wir sehr viel, sehr gern. Das haben wir sehr gut an den 2 Sätzen vom Intro gesehen, und zwar was tun wir am Wochenende und das machen wir. Anstatt zu sagen was tun wir, sagen wir was tun wir, und das machen wir wird zu das machen wir. Hier sehen wir 2 typische Phänomene in unserem Dialekt. Erstens verschmelzen wir das Verb mit dem Pronomen wir. Und zweitens sagen wir zum Pronomen wir im Dialekt sehr oft ma. Aber ma heißt nicht immer wir, es kann auch noch ganz viel anderes bedeuten. Was? Das zeigen wir euch in einem anderen Video. Schaut euch das gerne an. Ein anderes Beispiel, wo Verb und Pronomen verschmolzen werden, haben wir bei hättest du Lust gesehen. Und zwar sagen wir in unserem Dialekt ganz einfach hättest Lust. Also hättest du Lust, verschmelzen wir zu einem Wort und sagen nur mehr hättest Lust. Und noch ein Hinweis, in der Frage, was tun wir am Wochenende, verwenden wir das Verb tun. Also was tun wir am Wochenende? Und tun oder dor in unserem Dialekt ist sehr, sehr typisch. Dazu haben wir schon ein eigenes Video gemacht. Schaut euch das gerne an. Besonderheit 3. Die A-Verdunkelung. Diese Besonderheit haben wir schon sehr oft erwähnt, weil wir sie eben auch sehr oft verwenden. Die A-Verdunkelung, das heißt ganz einfach, dass wir in unserem Dialekt den Vokal A sehr oft wie O aussprechen. Das haben wir im Dialog zum Beispiel bei diesen Wörtern gehört. Was, Frag, Stadt, Samstag oder ganz einfach ja. Besonderheit 4. Die sogenannte Konsonantenschwächung. Ein typisches Phänomen im Dialekt ist die sogenannte Konsonantenschwächung. Das heißt ganz einfach, dass wir die Konsonanten viel schwächer aussprechen. Dann klingt ein T zum Beispiel wie D oder ein P wie B. Das haben wir im Dialog zum Beispiel beim Wort Stadt gehört, dass wir wie Stadt aussprechen. Oder auch bei Kapitel
Platz, der zu Kapitelplatz wird. Besonderheit 5, die L-Vokalisierung. Ein anderer wichtiger Aspekt in unserem Dialekt ist die L-Vokalisierung. Das bedeutet, dass der Laut L in unserem Dialekt zu einem Vokal wird. Das haben wir im Dialog vom Intro zum Beispiel in folgenden Wörtern gemacht. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier wird alles zu eus. Soll man nachher nur was essen gehen? Hier sehen wir, dass im Verb sollen ebenfalls das L wegfällt und wir sollen als sollen aussprechen. Und noch ein kurzer Hinweis zur Uhrzeit, die wir im Dialekt erwähnt haben. Ist euch aufgefallen, dass wir für um 8 Uhr um 8 Uhr gesagt haben? Das ist auch etwas Typisches. Manchmal hängen wir nämlich an die Zahl ein I oder E an. Alles über die Zahlen und über die Uhrzeiten lernt ihr in anderen Videos von uns. Und wir sagen wie immer, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.